Okay. This is just a couple of reasons why so many relationships are breaking up. Okay, sind nur ein paar Gründe, warum so viele Beziehungen in die Brüche gehen. There's also another thing. We're going into an energy of pure freedom. Wir kommen jetzt in eine Energie von purer Freiheit. And in relationships, there's no such thing as freedom. Und in einer Beziehung gibt es nicht sowas wie Freiheit. So if your soul wants you to be free, it's going to break up your relationship. Also wenn deine Seele möchte, dass du frei bist, dann wird sie deine Beziehung trennen. The very first seminar I ever went to, I learned something that I still remember almost every day. Also zu dem ersten Seminar, zu dem ich je gegangen bin, habe ich etwas gelernt, an das ich mich fast täglich erinnere. If you're walking and you have obstacles in front of you in life, wenn du im Leben gehst und du hast Steine im Weg, this means you're going somewhere. Das bedeutet, dann kommst du wohin. So it's good if your life isn't perfect. It means you're going somewhere. Also es ist gut, wenn dein Leben nicht perfekt ist. Bedeutet, du kommst wohin. So simply go around the obstacle. Also geh einfach um dieses Hindernis herum. Do not lift the obstacle up. Heb das Hindernis nicht auf. And carry it with you. Und schlepp's mit dir. I'll give you one example of how we do this. Ich gebe dir ein Beispiel dafür, wie wir das so machen. My husband doesn't love me. Mein Mann liebt mich nicht. You've lifted the obstacle up. Du hast das Hindernis aufgehoben. Simply go around the obstacle and get a fucking boyfriend. Geh einfach ums Hindernis herum und hol dir einen fucking Boy. Okay. At least now you can translate the fucking. Ein Scheiß. Okay. This is how you go around the obstacle. Das ist, wie du ums Hindernis herumgehst. My mother didn't love me. Meine Mutter hat mich nicht geliebt. This is why you chose her. Das ist der Grund, warum du sie gewählt hast. We always choose our parents. Wir wählen unsere Eltern immer. You chose a parent that isn't going to be perfect so that you can have this kind of personality. Du hast die Eltern ausgesucht, die nicht perfekt waren, damit du diese Art von Persönlichkeit entwickeln kannst. So stop mentioning it. Of course she didn't love you. That's why you chose her, so she won't love you. Also hör auf damit zu erwähnen, dass sie dich nicht geliebt hat. Das ist doch der Grund, warum du sie gewählt Okay. hast. Another way we pick up the obstacle. Noch eine andere Art, wie wir die Hindernisse aufheben. My boss isn't paying me enough. Mein Chef zahlt mir nicht genug. That's picking up the obstacle. Das ist das Hindernis zu heben. Instead of going around it and getting another job. Anstatt herumzugehen und sich einen anderen Job zu nehmen. So we keep picking up obstacles and we keep carrying them for years. Also wir machen einfach damit weiter, die Hindernisse aufzuheben, und wir machen das Jahre und Jahre. And then we get old and we walk like this. Da sind wir alt und gehen so. And we think it's old age. Und wir glauben, das ist Alter. This is not old age, this is issues. Das ist nicht Alter, sondern Themen and obstacles und Hindernisse, that we've picked up. Die wir mit uns tragen. Sometimes, if I'm doing 5 or 6, when I'm traveling, sometimes I work 12 hours a day. Manchmal, wenn ich verreise, arbeite ich 12 Stunden am Tag. And then I'll go out in the street and I can see everything. Und wenn ich dann auf die Straßen gehe, kann ich alles sehen. It sounds glamorous, but it's not very pleasant. Es hört sich jetzt glamourös an, aber es ist nicht besonders schön. Because the first thing you can see is the pain. Weil das Erste, was du sehen kannst, ist der Schmerz. But I remember after one of these 12-hour work days, I walked out and I saw a man walking like this. An old man. Ich kann mich erinnern, nach so einem 12-Stunden-Arbeitstag habe ich einen Mann gesehen, der so gebückt gegangen ist. Like stooped down. So gebeugt. And what I saw in his aura was his son didn't do what he wanted him to do. And that's what he was carrying for years. Und was ich in seiner Aura gesehen habe, war, dass sein Sohn hat nicht das getan, was er von ihm wollte, und das hat er mit sich geschleppt. So to heal that man, all you had to do is show him that he's carrying something stupid. Und alles, was es bräuchte, wäre dem Mann zu zeigen, dass er etwas Blödes mit sich trägt. Okay, so I highly recommend, do not pick up the obstacles, just go around them. Always go around them. Also ich empfehle euch, die Hindernisse nicht mitzutragen, sondern sie zu umgehen. Krankheit und körperliche Symptome sind ja auch dann Hindernisse, aber wie kann ich immer erkennen, wie ich das System umgehen kann oder wie ich es erledigen kann? Wie erkenne ich den Unterschied, ob es besser ist zu umgehen? Wie erkenne ich? Das ist oft schwer. So,
physical issues or physical body Yes. is an obstacle also, but how can I see the obstacle and go around it? You mean if you're sick? Du meinst, wenn du krank bist? Okay, 90% of illnesses are simply a cry for love. 90% der Krankheiten sind einfach ein Schrei nach Liebe. Start loving yourself and 90% will go away. Beginne damit, dich zu lieben, und 90% werden verschwinden. Okay, now there's another 10% that is many things together. Und die anderen 10% sind viele Dinge auf einmal. It could be something karmic, Es könnte etwas Karmisches sein. meaning something that hasn't finished in another life. Etwas, was sich in einem letzten Leben nicht gelöst hat. You remembered it in this life and the body's repeating it. Und du erinnerst dich in diesem Leben an diese Erfahrung und der Körper wiederholt sie. Or it could be guilt Es könnte auch Schuld sein, that you keep holding and it manifests into an illness. dass du mit dir trägst und es manifestiert sich dann in eine Krankheit. But really, 90% is, if you love yourself, it'll go. Aber 90% wirklich sind einfach, wenn du dich selber liebst, wird es gehen. When we're babies and we cry, mommy comes. Wenn wir Baby sind und wir weinen, dann kommt unsere Mutter. So we learn from a very young age, if there's something wrong with me, I'm going to get love. Und wir lernen schon als sehr junger, wenn etwas mit mir nicht stimmt, dann werde ich Liebe bekommen. So first work on that and then we can work on the 10%. So arbeitet zuerst an dem und dann können wir auf die anderen 10% schauen. Okay. Now, you don't have to go home judging yourself that I'm sick because I want to be loved. I'm so stupid. Never do that. Also geh jetzt nicht nach Hause und verurteile dich damit, ich bin jetzt krank, ich liebe mich nicht genug. Because whatever you judge, you cannot change afterwards. Weil wofür auch immer du dich selbst verurteilst, das kannst du dann nicht ändern. The easiest way to change something is to accept it. Das Einfachste, etwas zu verändern, ist es zu akzeptieren. There's no good or bad. Accept it for what it is. Es gibt nicht gut und schlecht, akzeptiere es einfach dafür, was es ist. Say, yes, I'm looking for love. Ja, ich schaue nach Liebe. Now let me love myself and I'll heal. Also lass mich damit beginnen, mich selbst zu lieben, und ich werde heilen. Since we said looking for love, something I learned a long, long time ago when I had credit card debts. Also zum Thema nach Liebe Ausschau zu halten, das habe ich gelernt, als ich Schulden mit meinen Kreditkarten hatte. I was asking my higher self, how can I get out of debt? Ich habe mein höheres Selbst gefragt, wie kann ich aus den Schulden herauskommen? And my higher self replies, first you have to find out why you got into debt. Und mein höheres Selbst hat mir gesagt, zuerst musst du herausfinden, warum du überhaupt in die Schulden hereingeraten bist. And I said, well, I like the good life. Und ich habe gesagt, ja, ich mag einfach das gute Leben. And my higher self says, no, that's not the answer. Das höhere Selbst hat mir gesagt, das ist die Antwort nicht. Look in. Schau hinein. This is how we look in and we don't like what we find. Das ist genau diese Art und Weise, was passiert, wenn wir reinschauen und wir mögen nicht, was wir sehen. So when I looked in and kept looking and kept looking and kept looking, don't rush, do it slowly. Also als ich hineingeschaut habe und dabei geblieben bin, habe keine Eile dabei. I admitted that I got into credit card debts so I can have friends. Habe ich vor mir selbst zugegeben, dass ich Schulden gemacht habe, damit ich Freunde bekomme. I was always going out to dinner with friends and I was paying. Ich bin oft mit Freunden ausgegangen zum Abendessen und ich habe bezahlt, So they can like me. damit sie mich mögen. I was going, because I lived in California, we used to fly to Las Vegas really easily. Und weil ich in Kalifornien gelebt habe, von dort konnte man ganz leicht nach Las Vegas fliegen. We would fly to Las Vegas for lunch. Wir sind zum Mittagessen nach Las Vegas geflogen. All this so I can have friends, so my friends can like me. Und all das nur, damit ich Freunde haben kann, die mich mögen. And once I admitted why I did it, once I accepted it, then I slowly came out of debt. Und in dem Moment, wo ich das zugegeben habe und wo ich das akzeptiert habe, konnte ich mich aus den Schulden rausbewegen. Again, you don't judge yourself. Nochmal, verurteile dich selbst Okay, nicht. you just said, yes, I did it so I can have friends. Sag einfach, ja, ich habe das gemacht, damit ich Freunde habe. And then I learned, Dann habe ich daraus gelernt. by accepting it, I got the experience. Und indem ich es akzeptiert habe, habe ich die Erfahrung gemacht. And then the second time I had money, I didn't do that to have friends. Und das nächste Mal, als ich Geld brauchte, habe ich das nicht gemacht. I would always go to nice restaurants alone. Ich bin einfach alleine zu schönen Restaurants gegangen. So
This doesn't mean you're going to be alone. I choose to be alone. I like being alone. Das bedeutet nicht, dass du allein sein müsst. Ich mag das gerne allein sein. But accept why we do something, and then we can change it easy. Aber akzeptiere einfach, warum du etwas machst, und dann kannst du es leicht verändern. Jesus had all this power because he accepted things the way they were. Jesus hatte all die Kraft, weil er die Dinge so akzeptiert hat, wie sie waren. That's the first step to changing anything. Das ist der erste Schritt, um was auch immer zu verändern. No? Okay. Let me mention something I learned a few weeks ago from a client, a business client. Lass mich erwähnen, was ich vor ein paar Wochen von einem Businesskunden gelernt habe. This business client, nice young man, meaning good-looking young man, Dieser Business-Klient, ein gut aussehender junger Mann, met a good-looking young lady, hat eine gut aussehende junge Frau getroffen. and the good-looking young lady wanted to help him with his business. Und die gut aussehende junge Frau wollte ihm bei seinem Business helfen. And of course the good-looking young man wasn't saying no because he didn't want to lose her. Und der gut aussehende junge Mann hat natürlich nicht Nein gesagt, weil er sie nicht verlieren wollte. But the funny thing is, business is your baby. Aber das Lustige ist, Business ist dein Baby. It doesn't want to be shared with someone else. Es möchte nicht mit jemand anderem geteilt werden. So his business is not doing very well now. Und sein Business läuft jetzt nicht gut. And when we get answers of like, what is this person doing in here? Und wenn wir Antworten bekommen, was diese Person da macht, What is this person doing on the website? warum ist diese Person an einer Website? Oh, I can't get her out, that's my girlfriend. Oh, ich kann sie nicht loswerden, sie ist meine Freundin. But your business has nothing to do with her, it's yours. Aber dein Business hat mit ihr nichts zu tun, es ist deins. Just because we fall in love with someone good looking does not mean we're going to put them in our business. Nur weil wir uns in jemanden verlieben, der gut ausschaut, bedeutet das nicht, dass wir ihn in unser Business aufnehmen. We need to keep our lovers outside our business. Our business is our business. Wir müssen unsere Geliebten aus unserem Business raushalten. Unser Business ist unseres. It sounds romantic that I'm doing business with my boyfriend or girlfriend. Es hört sich romantisch an. Ich arbeite mit meinem Freund oder meiner Freundin zusammen. We don't live in West Hollywood. Aber wir leben nicht in West. Stop it! Hört auf damit. It doesn't matter if it sounds romantic, it's silly. Es ist nicht wichtig, ob es sich romantisch anhört. Es ist dumm. We need to take business more seriously. Wir müssen unsere Arbeit mehr ernst nehmen. That's one side. Das ist das eine. Another side that I learned a few weeks ago, Und das andere, was ich vor ein paar Wochen gelernt habe, we always say, my job is not my life, wir sagen immer, unsere Arbeit ist nicht unser Leben. but our job needs to become our life. Aber unsere Arbeit muss unser Leben werden. That's when we're going to do very well in our job. Das ist der Zeitpunkt, wo wir gut sein werden in unserer Arbeit. Our soul expresses itself through our job. Unsere Seele drückt sich in unserer Arbeit aus. So it needs to become our life. Stop saying things like, my job is not my life. Also es geht darum, dass unser Job unser Leben wird. Hört damit auf zu sagen, ach, meine Arbeit ist nicht mein Leben. And find a job or a business that you like. Und findet eine Arbeit oder einen Job, den ihr mögt. You have no idea how happy you'll be because more soul will be inside the body. Ihr wisst gar nicht, wie glücklich ihr sein werdet, wenn sich dann mehr Seele in eurem Körper befindet. And don't listen to other people that say, you're always at work. Und dann hört nicht auf die anderen, die euch sagen, ihr seid immer bei der Arbeit. Say, yes, I am. Do you have a problem? Sagt einfach, ja, ich bin ich und hast ein Problem damit. Don't let other people tell you what to do or how to live. Lasst andere euch nicht sagen, was ihr tun sollt oder wie ihr leben sollt. You have come here for your own experiences, Du bist hierher gekommen für deine eigenen Erfahrungen, not for theirs. nicht für die ihren. Now, this is no judgment. Das ist kein Urteil. Souls don't get that excited with you being a housewife for 40 years.
Die Seelen geraten nicht in Aufregung darüber, wenn ihr 40 Jahre lang eine Hausfrau seid. Do it 1 or 2 years, that's enough. Macht es 1, 2 Jahre, das reicht. That's why souls get excited with your business or with your job. So make your job, make your business your life. Eure Seelen geraten in Aufregung über eure Arbeit. Macht eure Arbeit zu eurem Leben. Sorry, baby, I'm tiring you now. Okay. We're going to stop now. Okay, Any final questions gibt es noch abschließende Fragen, before I press the stop button? bevor ich den Stopp-Knopf drücke?